Good evening and shalom to all of you. One more time, let's try it. Good evening and shalom to everybody. Guten Abend und Shalom euch allen. First of all, it's great to see you. It seems like it's been in ages, but it's been only 2 days. Erstens mal, es ist so schön, euch zu sehen. Es fühlt sich an, wie wenn es schon lange her ist, aber eigentlich sind es nur 2 Tage. Before entering to this very special teaching today, Bevor wir in eine sehr spezielle Lehre eintauchen heute Abend, allow me first of all to greet you with Chodesh Tov, a new month, as we enter this evening to a new month. möchte ich euch mit Chodesh Tov begrüßen heute Abend. Heute Abend gehen wir in einen neuen Monat hinein. And also allow me to greet you with the words Mazel Tov for this last Shabbat. Und ich möchte auch begrüßen mit Mazel Tov für diesen letzten Schabbat. I certainly hopeful that we turning the momentum in Germany, Austria and Switzerland after the worldwide Shacharit. Und ich hoffe sehr und glaube, dass wir den Momentum mitnehmen können von diesem Shacharit, diesem weltweiten Shacharit in den deutschsprachigen Ländern. Without a doubt, this has been a defining and a prophetic moment for all of us this Shabbat. Dies war zweifellos ein sehr prophetischer und maßgebender Moment an diesem Schabbat. And we are blessed to see so many German speakers from all over the world coming to this prophetic moment. Und wir waren gesegnet, so viele Deutschsprachige zu sehen, die mitgemacht haben und dabei waren an diesem Schabbat. We have many, many more plans for the near future. Und wir haben noch sehr viel Pläne für die nächste Zukunft And many, many more surprises. und noch sehr, sehr viele Überraschungen. In very near future, you will hear about some of them. Und in der nächsten Zukunft werdet ihr einiges davon hören. But first thing first, Aber das, was zuerst ist, soll zuerst kommen. we are going to replay every message that has been given in the conference. Wir werden jede von den Botschaften euch erhältlich machen. After starting next week. Und bei nächster Woche wird das so sein. Starting next Sunday, 7 p.m., Am nächsten Sonntag um 7 Uhr abends you will be able to catch every message in the conference on our German YouTube channel. da könnt ihr auf jede Botschaft der Konferenz zugreifen auf dem deutschen YouTube-Kanal. The Spirit of God has been moving so powerfully, and we want to make sure that we capture those moments. Der Geist Gottes hat so stark gewirkt und wir wollen sicherstellen, dass wir diese Momente euch weitergeben können, erhalten können. I especially want to thank Pastor Reuven, who come and share the story of his family from Germany. Und speziell möchte ich Pastor Ruben danken, der dabei war und von seiner Geschichte über seine Familie in Deutschland berichtete. And I also would like to thank Dr. Jacobs, Rabbi Elowitz, Eliyahu Bever, and my own son for being part of this historic Torah service and represented our Jewish people. Und ich möchte auch David Jakobs, Jonathan Elowitz und Eliyahu und Noach danken, dass sie dabei waren an diesem geschichtstüchtigen Shacharit. What a special moment for us. Was für ein spezieller Moment das war für uns. And I don't know, maybe we need to start to do it every year. The Shabbat after Yom HaShoah, maybe every year we should start doing it in German. Vielleicht sollten wir beginnen, diesen Shacharit jedes Jahr zu halten, nach dem Yom HaShoah-Tag im Deutsch. Thank you for Hans and for Samuel representing Switzerland and Austria. Und danke auch für Hans und für Samuel, die Österreich und die Schweiz repräsentierten. But mostly thank the Lord for all of you. Aber
vor allem danke ich Gott für euch alle. You have been a witness of something prophetic. Ihr wart Zeugen von etwas sehr Prophetischem. And I encourage you now that you heard the prayers of Israel to get the Siddur in German in your hands. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt wo ihr die Gebete Israels kennengelernt habt, dass ihr den deutschen Siddur euch aneignet. This is the time. Jetzt ist die Zeit. And as I told you, we have many surprises for you. Und wie ich euch schon gesagt habe, wir haben sehr viele Überraschungen für euch. We are going to make a major investment in the German-speaking world. Und wir werden sehr viel investieren in die deutschsprachige Welt. And I can't wait to tell you what Amen. is this surprise. Amen. Und ich kann es kaum erwarten, euch die Überraschung zu sagen. You'll have to come next week. Ihr müsst dann nächste Woche dabei sein. You will get the surprise in Shavuot, in Pentecost. Und die Überraschung werdet ihr zu Shavuot erhalten, zu Pfingsten. You see, this evening we are counting. We're counting, and I apologize. We forgot to do it Saturday night because I was so physically exhausted. Und heute Abend werden wir den Omer zählen. Und ich entschuldige mich, am Schabbat, am Abend, habe ich es vergessen, weil ich so müde war. But we are counting 50 days from Passover to Pentecost. Aber wir zählen ja die 50 Tage vom Pessach bis Pentekost. Pentecost represents the giving of the Torah. Und Pfingsten repräsentiert die Torah-Gebung. But it's not just the giving of the Torah, it's also the pouring of the Spirit. Aber es ist nicht nur die Torah-Gebung, sondern auch die Ausgießung des Geistes. And next week, when we release the series, we'll have the blessing to you in German on the screen. Und nächste Woche, wenn wir euch das zugänglich machen, dann werden wir den Segen auch haben auf dem Bildschirm in Deutsch. And we're not counting down, we're counting up because we are looking forward. Und wir zählen nicht rückwärts, sondern vorwärts, weil wir schauen nach vorne. Although it is in the screen right now in Italian, Obwohl das jetzt hier auf Italienisch ist, auf dem Bildschirm, we are going to say together in German and in Hebrew. werden wir es zusammen auf Deutsch und Hebräisch sagen. First, let's say together in Hebrew. Zuerst möchten wir das im Hebräisch miteinander Please. sagen. Please join me. Und bitte sagt es mit mir. Baruch ata Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu asher kitshanu b'mitzvotav b'mitzvotav v'tzivanu v'tzivanu al al sfirat haomer. Sfirat haomer. Blessed are you, King of the universe, Gesegnet bist du, König des Universums, who sanctified us through his mitzvot, der uns geheiligt hat durch seine Gebote and commanded us to count the Omer. und uns geboten hat, den Omer zu zählen. Amen. Amen. Amen, Amen. Today we have a special shiur for you. Heute haben wir einen sehr speziellen Shiur für euch. You see, I will be teaching from the new book, the Metzora according to COVID-19. Seht ihr, heute Abend werde ich von meinem neuen Buch, die Metzora gemäß Covid-19 lehren. You're even going to see the page numbers. Und ihr werdet auch die Seiten sehen. You have not missed anything. The book is not yet released in German. Ihr habt nichts verpasst. Das Buch ist noch nicht herausgegeben auf Deutsch im Moment. But I'm very hopeful that we will be able to finish it very soon. Aber ich habe große Hoffnung, dass das sehr bald der Fall sein wird. As a matter of fact, this is a very special week. We finished the book in French. Wir sind in einer speziellen Woche, denn wir haben das Buch auf Französisch fertiggestellt. Please continue to pray for those who translate it to German.
Und bitte betet weiter für diejenigen, die an der Übersetzung ins Deutsche arbeiten. But I've decided, due to the urgency of the material in the book, to take the moment and translate certain pages immediately to German. Aber ich habe mich entschieden, weil der Inhalt des Buches so aktuell ist, dass einige der Seiten übersetzt worden sind auf Deutsch und wir werden das heute gemeinsam anschauen. So you're getting a treat in Deutsch today. You're getting to read some pages of a book that is not yet released. So, wir haben das Privileg, heute Abend ein Deutsch zu lesen von einem Buch, das noch nicht herausgegeben ist auf Deutsch. As always, those teaching is available on our website later on, de.shuvu.tv. Und wie immer, diese Lehre könnt ihr euch anhören auf de.shuvu.tv. Now, when we are entering to this week, to a new month, you will notice that the Torah-Portion this week is combined. Wir gehen jetzt in einen neuen Monat und ihr habt vielleicht bemerkt, dass die Torah-Portionen zusammenfallen, zwei Portionen. What do I mean when I say combined? It's combined to two portions, combined into one. Und was meine ich damit? Ich meine zwei Torah-Abschnitte, die zusammenfallen als ein Torah-Abschnitt, die gemeinsam gelesen werden. And the question should be in the back of your mind. Why did they combine two portions into one? Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum haben sie diese zwei Abschnitte zusammengelegt? The reason is because those two portions are related to one another. Und der Grund ist, weil diese zwei Abschnitte verwandt sind miteinander. They are very confusing, however. Aber sie sind wirklich nicht ganz so verständlich. The first portion called Tazria. Der erste Abschnitt nennt sich Tazria. And we find it in Leviticus chapter 12, verse 1. Und wir finden diesen Abschnitt im 3. Mose Kapitel 12, Vers 1. And it's dealing with the word Tazria, come from the word zera, seed or sperm. Und Tazria kommt vom Wort Zera, was so viel heißt wie Samen. But the portion have very little to do. We just read in the very first few verses about a child that is born unto us. Aber nur ganz am Anfang lesen wir von einem Kind, das uns geboren ist. And then the rest of the portion is talking about the leper. Aber der restliche Teil vom Abschnitt spricht über den Aussätzigen. The next portion Und der nächste Abschnitt, die Torah-Portion, die nächste, actually have the name leper, Metzora. hat eigentlich den Namen Aussätziger, Metzora. You know, that's where we have the word tsuris, trouble. Und von da haben wir auch das Wort Zuris, was so viel bedeutet wie Schwierigkeiten. It's problem. And the Metzora, the portion to speak about the leper, have nothing to do with the leper. Aber die Portion, die den Namen Aussätziger trägt, hat nichts zu tun mit dem Aussätzigen. It's actually speaking about his purification. Es spricht nämlich über die Reinigung des Aussätzigen. It seems that the two titles are reversed. They are flipped. Und es sieht fast so aus, wie wenn die zwei Titel dieser Abschnitte verkehrt angebracht sind. I like to dedicate this shiur today to all of my students in the German yeshiva who labor so hard. Und ich möchte diesen Shiur all meinen Studenten, meinen deutschen Studenten widmen, die so hart arbeiten. And the title of the shiur today is Mashiach Two Births. Und der Titel von heute ist die zwei Geburten des Mashiach. And I hope very soon that we'll be able to announce the book availability in German. Very soon. Ich hoffe, dass wir sehr, sehr bald euch sagen können, dass das Buch auch auf Deutsch erhältlich ist. Now, this is going to be connected in a moment to our Shabbat events. You will understand things prophetically.
Und das Ganze ist auch verknüpft mit dem, was passiert ist am Schabbat, am letzten Schabbat. Wir werden das auch vom Prophetischen her verstehen. Now, before we start everything, we need to understand something. Both portions are dealing in some fashion with the leper. Aber bevor wir da eintauchen, müssen wir etwas verstehen. Beide von diesen Torah-Portionen haben mit dem Aussätzigen zu tun. The leper is a code word in all of Judaism, in all the scriptures, to the Messiah. Und der Aussätzige ist ein Codewort für Messias. In der This is very important for you to understand. Even in Isaiah chapter 53, a famous messianic chapter, sogar im Jesaja 53, das bekannte messianische Kapitel, the rabbis quote Isaiah 53 and tell us that it is the Messiah who is will called the leper. Und die Rabbiner zitieren Jesaja 53 und sie sagen auch, hier wird über den Maschiach gesprochen. Thank you so much. I see Pamela's excited about the book coming in German soon. Thank you, Pamela, very much. Ich sehe, dass Pamela Freude hat, dass das Buch bald auf Deutsch erhältlich sein wird. Herzlichen Dank, Pamela. And this is a gift to all my German speakers, brothers and sisters. That's why I'm teaching you already today from the book. Und das ist wirklich ein Geschenk an alle Deutschsprachigen, meine Geschwister. Und deshalb lehre ich heute schon vom Buch. It's very relevant to what we're speaking about today. Weil es eben sehr maßgebend ist, über was wir heute Abend gemeinsam sprechen wollen. I want to work with you backwards today for a moment, okay? Und ich möchte andersrum mit euch arbeiten heute Abend für einen Moment. Look how the second portion, and remember, they are combined. Look how the second portion starts. Wir schauen uns zuerst die zweite Torah-Portion an. Sie sind natürlich verbunden miteinander und seht euch, wie die beginnt. And again, the Italian, the French, the Spanish, Portuguese, all are complete. Soon the German will be complete, God willing. Und nochmals, das Italienische, Spanische, Französische sind schon abgeschlossen und bald, sehr bald wird auch das Deutsche erhältlich sein. So when you see the page number, don't get alarmed, but that's the page number. Wenn wir hier lesen, Seite 408, es ist okay, das ist einfach die Seitenzahl. Look what it says. Zot tiyeh Torat ha-Metzora. Here is the Torah of the leper. Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen. In his day of his cleansing. Am Tag seiner Reinigung. First, and stop there. Let's talk about this for a moment, okay? This is very important. Und wir stoppen hier, das ist sehr wichtig. Wir wollen einen Moment darüber sprechen jetzt. When we're talking about here the term cleansing, wenn wir hier den Begriff Reinigung anschauen, we are not talking about the same thing as purification. We need to understand this. Dann sprechen wir nicht über dasselbe wie die rituelle Reinheit. The very first question you ask yourself, who is this leper? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer ist dieser Aussätzige? And this leper is none other than the Messiah. Und dieser Aussätzige ist niemand anders als der Messias. You already have a problem. You say, how dare you, Rabbi Shapira, to call the Messiah, you call him a leper? Und jetzt habt ihr vielleicht schon ein Problem. Wie wagst du es, Rabbi Shapira, den Messias einen Aussätzigen zu nennen? What I like about working with German-speaking people, they are very precise. They're very accurate. Was ich gern habe an der Arbeit mit Deutschsprachigen, die sind sehr präzise, die sind sehr genau. And that's a great recipe to learning Torah. We have to be precise. Und das ist ein großartiges Rezept, um Tora zu lernen. So look again one more time with me. Let's be precise together. Und wir schauen uns das nochmal an. Wir möchten gemeinsam präzise das anschauen. Remember that the Kohen, that the leper have to be brought to the priest, right? You have to be facing the priest. Erinnert euch daran, dass der Aussätzige zum Priester gebracht werden musste. Er musste den Priester anschauen, vor dem Priester stehen. In order to be announced clean, kosher.
um dann als rein gesprochen zu werden, sozusagen. Now the question, beloved, that should be in the back of your mind is, when is he becoming clean? When is he being healed from the leprosy? This is very important question. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wann wurde er gereinigt? Wann wurde er rein erklärt? Das ist eine sehr wichtige Frage. And you need to understand that he's already been healed from leprosy prior to the fact that he's seen the high priest. Und ihr müsst wissen, dass er schon geheilt war vom Aussatz, bevor er zum Priester ging. Yeshua died, took upon himself the sins of the world, the leprosy of the world, and rose again. Jeschua ist gestorben, nahm auf sich den Aussatz der ganzen Welt und ist wieder auferstanden. And remember what he said, don't touch me. Why? Because I'm clean. Erinnert euch, was er sagte, rührt mich nicht an. Don't touch me, I'm pure. Rühr mich nicht an, ich bin rein. There are two different types of purification. And we need to understand the difference. Es gibt zwei Arten der Reinigung. Und wir müssen die in den Here when it's talking about his purification, und wenn hier über seine Reinigung gesprochen wird, it's talking about the prerequisite for him to return to the camp. Dann spricht es über die Voraussetzung, die Bedingung, dass er wieder zurück ins Lager gehen kann. Okay, brothers, we have three different aspects to consider here. Okay, Geschwister, wir haben hier drei verschiedene Aspekte, die wir betrachten müssen. We have the leper, represent the Mashiach. Wir haben den Aussätzigen, welcher den Messias repräsentiert. And we have the priest, who have to announce him to be clean. Und wir haben den Priester, der ihn für rein erklären muss. The question is, who is the priest? That is an easy one. Und die Frage ist, wer ist der Priester? Und das ist natürlich einfach. The answer is found to us in Exodus chapter 9, verse 6, and I will quote. Und wir finden die Antwort im 2. Mose 12, Vers 6. Und ich And zitiere. you will be for me a kingdom of priests. Und ihr werdet für mich ein Königreich, ein königliches Priestertum sein. And a nation that is set apart. Und eine auserwählte Nation. These are the words for the children of Israel. Das sind die Worte für die Kinder Israels. The priest represent Israel. Der Priester hier repräsentiert Israel. Israel have to say, you are clean. Israel muss proklamieren, du bist rein. Not because he's dirty, really. He's already been healed. You need to understand, he's already been healed from the leprosy. Nicht, weil er noch dreckig ist oder aussätzig, das müssen wir verstehen. Er ist schon geheilt vom Aussatz. But for the camp of Israel, he is still a leper. Aber für das Lager Israels, für das Volk Israels ist er immer noch aussätzig. Yeshua is really not the leper today, but for Israel, he is a leper. Jeschua ist nicht wirklich aussätzig heute, aber für Israel ist er aussätzig. And the question that should be in the back of everybody's mind, how does he become clean again? Und die Frage, die jeder im Hinterkopf haben sollte, ist, wie kann er wieder rein werden? Haven't Yeshua says in Matthew 23, you will not see me again until you say, Baruch haba b'shem Adonai? Hat Jeschua nicht gesagt in Matthäus 23, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagt, Baruch haba b'shem Adonai? This is exactly what the text is saying. The Kohanim, Israel, have to say, he's clean and he's welcome. Und das ist genau, was der Text hier sagt. Israel muss sagen, du bist rein und du bist wieder willkommen im Lager. The question is, how is he being brought to the camp? We have a problem. Und die Frage ist, wie wird er zurück ins Camp, ins Lager gebracht? Hier haben wir ein Problem. The priest cannot leave the camp. Der Priester kann das Lager nicht verlassen. In verse 3, it actually says he can come to the skirt of the camp, but he cannot really leave the camp. Im Vers 3 lesen wir, er kann an den Rand des Lagers gehen, aber er kann das Lager nicht wirklich verlassen.
Because it's interesting, in verse 3, the priest inspecting him and he said, oh, okay, he's clean, come back in. Es ist interessant, in Vers 3 lesen wir, wie der Priester ihn inspiziert und ihm dann sagt, es ist okay, du kannst wieder reinkommen. You see, he has been cleansed long before that. Seht ihr, er wurde schon lange vorher gereinigt. When Yeshua resurrected for after 3 days in hell, he has been cleansed. Als Jeschua auferstand nach diesen 3 Tagen in der Hölle, war er rein, gereinigt. But when we're talking about the word tahor, it's talking about the externality, the recognition of those in the camp that he has been cleaned. You follow that? Aber wenn wir über Tahor reden, dann reden wir über das Äußere, das gereinigt wurde im Camp, im Lager. So we have a problem now. We have a significant problem. Und hier haben wir wirklich ein bisschen ein Problem. Because a leper cannot come to the camp on his own. He is in leprosy. Weil ein Aussätziger kann nicht von sich aus ins Lager kommen, weil I er want eben to aussätzig show ist. you why reading the Bible in translation is so problematic. Und ich möchte euch jetzt zeigen, warum wenn wir eine Übersetzung der Bibel lesen, warum das so problematisch ist. I don't know what the Schlechter definition is here, but let me guess. Ich weiß nicht, wie Schlachter das hier definiert und übersetzt, aber lass mich mal raten. The Schlachter says that he was reported to the priest. Sagt die Schlachter, dass er zurück zum Priester gebracht wurde? Is that what it says, Hans? Yes, he was brought to the priest. There is a difference, and this is a key. Da gibt es einen Unterschied und das ist der Schlüssel. 9 out of 10 translations said he had been reported to the priest. 9 von 10 Übersetzungen sagen eben, dass er zum Priester gebracht werden soll. But look what the Hebrew word is. Aber schaut euch das hebräische Wort an hier. Huva. Huva. And you see these last 2 letters, Bet and Aleph? Und seht ihr die letzten 2 Buchstaben hier, Bet und Aleph? That's where we get the word ba, to come. Von da erhalten wir das Wort ba, zu kommen. Like it says, when he came to the priest. Und es sollte eigentlich hier heißen, als er zum Priester kam. But wait a second, he's a leper. He cannot come to the priest. Aber ein Moment, er kann doch nicht kommen, er ist ja aussätzig. He cannot come to the camp. Er kann nicht mal ins Lager kommen. The Holy Tongue does not lie to us, does it? Aber die heilige Zunge, die heilige Sprache lügt nicht. Look at these 2 letters before, Hey and Vav. Und die 2 Buchstaben zuvor, der Hey und der Wav, Instead of saying Ba, anstelle von Ba, you say Hu-Va. Hu-Va. sagen wir Hu-Va. You see, these in Hebrew, the Hey and the Vav, represent a person who has bringing him. Und seht ihr, der Hey und der Wav, die Buchstaben repräsentieren eine Person, die ihn bringt. Somebody is bringing him to the camp of the house of Israel. Jemand bringt ihn zum Lager des Hauses Israel. It is as he is in exile. He is away from the camp of Israel. Er ist im Exil, er ist außerhalb des Lagers Israels. Remember, he is completely cleansed already, but the house of Israel does not represent its cleanliness. Erinnert euch, er ist schon komplett rein, aber das Haus Israel akzeptiert das nicht. There is another player here. There is another person here. Und hier haben wir noch einen anderen Spieler im Spiel, eine andere Person. Who is bringing him in? Jemand, der ihn reinbringt ins Lager. Beloved Germany, Switzerland, Austria, it is a picture of the nations who are bringing him in. Geliebtes Deutschland, Österreich und Schweiz, es sind die Nationen, die ihn hereinbringen. Yeshua cannot return to Zion without the Gentiles.
Jeschua kann nicht zurückkommen nach Zion ohne die Heiden. He needs somebody to bring him. Er braucht jemanden, der ihn zurückbringt. In order to bring him, we need two things. Let's understand what they are. Und um ihn wieder zurückzubringen, brauchen wir zwei Sachen und wir wollen verstehen, was diese zwei Sachen sind. Number one, we need to identify the one we are to bring. Erstens müssen wir den identifizieren, den wir bringen wollen. This Shabbat we stood and prayed all the prayers in Israel. Diesen Schabbat haben wir alle Gebete Israels gemeinsam gebetet. And I said, this speak about Yeshua, that speak about Yeshua. Why? Und ich habe gesagt, hier spricht es über Jeschua, da spricht es über Jeschua. So that we can identify him. Warum? So dass wir ihn identifizieren können. We are talking about the returning to the roots of our faith. For what purpose? Und wir sprechen von zurückkehren zu der Wurzel unseres Glaubens. Wieso müssen wir zurückkehren? Why would a Gentile who is not under the Torah should return to the roots of the faith? What is the purpose? Warum sollte ein Heide zurück zu den Glaubenswurzeln kommen? Was ist der Grund dafür? So that he will recognize Yeshua village? So dass er das Dorf Jeschuas anerkennt. So he recognized the door, so he recognized who is his brothers, who is his sisters. So dass er erkennt, wer seine Brüder sind, seine Schwestern. I see on the broadcast right now my good friend, Rabbi Gil. Und ich sehe meinen guten Freund Rabbi Gil hier im He is a Broadcast. traditional rabbi. Und er ist ein traditioneller Rabbi. You know who he is? Weißt du, wer er ist? The brothers of Yeshua. Er ist ein Bruder von Jeschua. How can you find Yeshua if you don't like his own brother? Are you Wie following kannst me? du Jeschua finden, wenn du Jeschuas eigenen Bruder nicht gern hast? It is a package deal. Es kommt alles in einem Paket. So we're teaching you Torah for a purpose. Und wir lehren euch Tora aus einem Grund. But sadly, what's happened, many people want the Hebrew roots, not the Jewish roots. And you know what is the difference? Aber traurigerweise wollen sehr viele die hebräischen Wurzeln und nicht die jüdischen Wurzeln. Wisst ihr, was Those in the der Hebrew Unterschied roots, they ist? just want to find him and mingle with him. Die wollen ihn nur finden und dann Mingle with him. They just want him. vermischen mit ihm. Ja, it's okay. But don't miss the text. Understand the text, beloved. Aber hier ist wichtig, dass wir den Text wirklich verstehen und nicht falsch interpretieren. Vehuva el HaKohen. Your job is to bring Mashiach to Zion, to bring the real guy. Deine Aufgabe ist es, Jeschua nach Zion zu bringen, den wirklichen Jeschua. People ask me, are you for or against missionary? Die Menschen fragen mich, bist du für oder gegen die Missionare, das I Missionieren? am against it, and I will tell you what. Why? Ich bin gegen dieses Missionieren und ich werde auch sagen, warum. Because all those missionaries activities bring the wrong guy. They're bringing a real leper, not a fake leper. They're bringing a real leper Weil to all, Israel as Mashiach. weil all diese Missionare den falschen Messias bringen, den wirklichen Aussätzigen. Nicht den wirklichen Aussätzigen, sondern den falschen, Jeschua. The day, listen to me carefully, the day that he come and the Kohen says tahor and clean is the day of redemption. Hört mich gut an, der Tag, an dem er kommt und als Tahor oder rein erklärt wird, das ist der Tag der Erlösung. You have now started to return back with Yeshua on your back. Ihr habt angefangen zurückzukehren mit Jeschua auf eurem Rücken. Now I want to connect this to you so you see the same photo, the same picture at the beginning of the portion. Und ich möchte das jetzt verbinden, so dass ihr dasselbe Bild seht, auch am Anfang dieses Abschnitts. Remember how the Parashat started? Talking about a woman who is giving birth and being unclean.
Erinnert euch, wie der Paraschat anfing? Es fing an mit einer Frau, die geboren hat und dadurch unrein war. What is the connection about the child that is born and the one who is later on is a leper who becoming clean? What is the connection here? Was ist die Verbindung über das Kind, das hier geboren wurde und später der Aussätzige, über den wir lesen? That is the mystery of the redemption. Und das ist eben das Geheimnis der Erlösung hier. The child that is born is the grown-up leper that will become redeemed. We are talking about the same person. Das Kind, das geboren wurde, ist der erwachsene Aussätzige hier. Wir sprechen über ein und dieselbe Person. What do you think the rabbis combined Tazria and Metzora to one Paraschat? Because we are talking about the same individual. Und warum denkt ihr, dass die Rabbiner diese zwei Tora-Abschnitte Paraschat zusammengelegt haben? Weil wir eben über dieselbe Person sprechen. Beloved, let's read the beginning. Now let's work backward and let's read the beginning together in German. Geliebte, wir arbeiten jetzt wieder rückwärts und wir lesen den Anfang gemeinsam. וידבר אדוני אל משה לאמור. God speak to Moses, the very beginning. Und der Herr redete zu Mose und sprach, דבר אל בני ישראל לאמור, speak to Israel. rede zu den Kindern Israels und sprich, אישה כי תזריע, a woman that give birth, wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebiert, pay attention carefully. und hier gebt gut Acht hier auf diese Stelle. וילדה זכר וטמאה 7 ימים כימי נידת דותה תטמא. She is unclean for 7 days. So soll sie 7 Tage lang unrein sein. And what happened in the 8th day? Und was passiert am 8. Tag? In the 8th day, a circumcision is given to the son. Am 8. Tag wird der Sohn die Beschneidung erleben. That's why we call it the second birth. The first birth is when he was born. Und deshalb nennen wir es die zweite Geburt. Die erste Geburt war, als er geboren wurde. But if you know Judaism, when a child born, they don't give him the name. Nobody give him a name when he's born. Aber wenn ihr das Judentum kennt, niemand gibt einem Neugeborenen einen Namen. He is receiving the name only on the 8th day. Weil er den Namen erst am 8. Tag erhält. And we say, Shmo Yebe Israel. His name is Israel, will be so and so. Und wir sagen, sein Name ist Israel und dann später kriegt er den wirklichen Namen. This is the day that the son is joining the camp of Israel. Und das ist eben der Tag, an dem der Sohn ins Lager Israels aufgenommen wird. Which is in an allegory for the day that the leper is returning and become clean, as we read in the following Paraschat. Do you follow that? Und das ist ein Vergleich mit dem Aussätzigen, der ins Lager kommt, rein wird und zurück ins Lager aufgenommen wird. Do you remember what I told you earlier? That it says that somebody had to bring him in, the leper? Erinnert ihr euch, was ich vorher gesagt habe? Jemand musste den Aussätzigen ins Lager bringen. The same is in the circumcision process. Dasselbe ist auch im Prozess der Beschneidung. The father is the one who is doing the Brit Milah to insert him to the covenant. Der Vater macht die Brit Milah für den Sohn, um ihn in den Bund aufzunehmen. But who is holding the baby? Aber wer hält das Baby während dieser You Zeit? have to hand the baby over to the Kohen to do the Brit Milah. Man muss das Baby in die Arme des Kohen geben, um die Brit Milah vorzunehmen. He called in Hebrew Asandak. Und auf Hebräisch nennt sich der Asandak, The Godfather. der Gottvater. In the ceremony, he is the one who have to hand the baby so that the baby will be recognized by Israel.
oder der Pate und er muss das Kind halten, sodass das Kind anerkannt wird von Israel. The Sandak is the Gentiles, beloved. Und der Sandak, das sind die Heiden, Geliebte. And they kidnap the baby and they don't let him go for 2000 years. Und sie haben das Baby gekidnappt oder unterschlagen und es nicht mehr zurückgegeben für 2000 Jahre. Rather than bringing him to the camp, as it says, they're holding him back from the camp. Und anstelle, dass sie ihn ins Lager bringen, halten sie ihn zurück vom Lager, fern vom Lager. Who is being penalized by it? Und wer wird dadurch bestraft? The son. Der Sohn ist gestraft dadurch. Beloved, the nations who are not returning Yeshua to the house of Israel are harming Messiah himself. Geliebte, die aus den Heiden, die Jeschua nicht zurückbringen zu seinem Volk. But I have news for you. It is not just the baby who is harmed. Die tun sich selbst den Schmerz an, aber ich sage euch, es ist nicht nur das Baby. Until the 8th day arrive, the mother is unclean. Die Mutter ist unrein. Her cleanliness process really started only after the circumcision. Und ihr Reinigungsprozess fängt erst nach der Beschneidung an. The mother has not yet been healing. What is this 8th day represent? Die Mutter ist noch nicht geheilt jetzt. Und was repräsentiert der The 8. 8th day represent the day that the nations are bringing him to the camp of Israel. Und der 8. Tag repräsentiert den Tag, an dem die Nationen ihn ins Lager zurück nach Israel bringen. The woman in labor is none other than Israel, beloved. Und die Frau, die in den Wehen ist niemand anders als Israel, Geliebte. Let me quote for you Rabbi Schneerson himself. Ich möchte hier ein Zitat von Rabbi Schneerson selbst euch weitergeben. And we cannot accuse Rabbi Schneerson of being follower of Yeshua. Wir können nicht sagen, dass Rabbi Schneerson ein Nachfolger von Jeschua war. But it's chilling to be able to translate his words into German. Baruch Hashem. Aber es ist wirklich sehr, sehr tief, dass wir hier seine Worte auf Deutsch übersetzen konnten. And he said, on the words delivered and bear a male child, it is known that the birth hints on the redemption. Bezüglich der Worte ausgetragen und ein männliches Kind gebären, ist bekannt, dass Geburt auf die Erlösung hinweist. And he leave us no doubt who is the woman who is in labor. Und er lässt uns nicht im Zweifel, wer eben diese Frau ist, die das He Kind quote gebärt. Isaiah 66:8. For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Er zitiert hier Jesaja 66,8. Sobald, denn kaum lag Zion in den Wehen, gebar sie ihre Kinder. The birth of a male child refers to the strength and the validity of the final and complete eternal redemption. Die Geburt eines männlichen Kindes deutet auf die Kraft und Gültigkeit der letzten und vollkommenen ewigen Erlösung hin. No more exiles from Messiah or righteousness. No more delay because he's born. Ohne weitere Exile durch den Messias, unsere Gerechtigkeit. The birthing process is a birthing of the revelation of the soul of the Messiah. Is correct. It is the birth of the Messiah. Dieser Geburtsvorgang beschreibt eine Geburt der Offenbarung der Seele des Messias und er hat hier vollkommen recht. Es This handelt is sich incredible. um Do den you Messias. understand? Do you understand what he's telling us? Versteht ihr, was er uns hier sagt? The child who is born, Das Kind, das geboren wurde who became a leper for the house of Israel until the 8th day, und er wurde zum Aussätzigen für das Haus Israel bis zum 8. Tag, represent the Messiah until his spiritual Brit Milah by the house of Israel. er repräsentiert den Messias bis zu seiner geistlichen Brit Milah durch das Haus Israels.
And even here he says, this is referring to the soul of the Messiah, which is lofty, which is high. Und hier sagt er auch, dass das sich bezieht auf die Seele des Messias, die für einen höheren Ort bestimmt ist. This word, delivery, to give birth, Tazria, Und das Wort Tazria, zu gebären, refer to the work and the preparation by the house of Israel by sowing through our work. deutet auf die Arbeit und Vorbereitung des Hauses Israel durch Aussäen, durch unsere Arbeit. My German-speaking brothers and sisters, we are nearing the 8th day. Meine deutschsprachigen Geschwister, wir kommen dem 8. Tag näher. We need to push him to the house of Israel. Und wir müssen ihn in das Haus Israel hineindrängen. The fullness of the Gentiles is nothing more than their ability to recognize who he is, to recognize where they found him, and bring him to the house of Israel. That is the fullness. Die Fülle der Heiden ist nichts anderes, als ihn anzuerkennen und ihn zum Haus Israel zu bringen. Friends, the woman remained unclean. Freunde, die Frau, die blieb unrein, until you recognize as clean and not as a leper. bis sie als rein anerkannt wird und nicht als aussätzig. The camp continued to suffer. Israel continued to suffer. Yes, indeed. Das Lager leidet weiterhin, Israel leidet weiterhin, ja, so ist es. Let's understand the 3 steps of redemptions together. Wir werden jetzt die 3 Stufen der Erlösung gemeinsam anschauen. The birth of the Messiah represents his first coming. Die Geburt des Messias repräsentiert sein erstes Kommen. When a woman gave a childbirth, and notice the woman become unclean. Und die Frau wird unrein. This is what our Jewish people ask today. If Yeshua is the Messiah, how come there's all this mess in the world, this filth in the world? Das ist, was die Geschwister sagen in Israel. Wenn Jeschua wirklich da war, warum haben wir den ganzen Dreck in der Welt heute? The reason is because he have not yet been named and honored in Israel on the 8th day. Der Grund dafür ist, dass er noch keinen Namen erhalten hat und keine Ehre im Haus Israel bis zum 8. Tag. We are still on the 7th day prophetically. We have not reached it, and because that the mother Israel, he's unclean. Prophetisch sind wir immer noch im 7. Tag und noch nicht im 8. Tag, und die Mutter Israel ist noch unrein. We are prophetically number 2. We are in these 7 days right now that cause Israel to be unclean. Und wir sind jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, im 7. Tag, und Israel ist unrein. But thankfully, there is the 8th day. Aber dankbarerweise gibt es da den 8. Tag. This is the baby naming ceremony. Und das ist diese Zeremonie, die Beschneidungszeremonie, wo das Baby beim Namen genannt wird. The day that all of Israel will recognize him. Und der Tag, an dem ganz Israel ihn erkennen wird. The Sandak have to do his job, beloved. The Sandak have to do what God called him to do. Und der Sandak muss seine Arbeit tun, der Sandak muss das tun, wozu er von Gott berufen ist. So that we can get to the circumcision ceremony. Sodass wir in diese Beschneidungszeremonie eintreten können. Do you know what we have done on Shabbat? Wisst ihr, was wir am Schabbat gemeinsam getan haben? We started the process of honoring the Messiah and carrying him to the house of Israel. Wir haben den Prozess angefangen, den Messias zu ehren und ihn zurück ins Haus Israel zu tragen. Baruch Hashem. And now we have to expedite it. Und jetzt müssen wir das bewerkstelligen gemeinsam. What is a better place than to find the Messiah than in Germany? Can you think about a better place? Und gibt es einen besseren Ort,
als den Messias in Deutschland zu finden? Könnt Can ihr you mir think einen about any more Ort filthy vorstellen? place than a place 6 million Jews have been murdered? Könnt ihr euch einen dreckigeren Ort vorstellen als einen Ort, an dem 6 Millionen Juden ermordet wurden? No, this is the greatest place to deliver him and to bring him. Und deshalb ist das wirklich der beste, großartigste Platz, um ihn zu erlösen und ihn zurückzubringen. So who is the deliverer? Is it the leper or is the one who deliver the name of the leper? So, wer ist der Erlöser? Could you repeat that, Rabbi? Who is the real deliverer Wer ist der wirkliche Erlöser of the camp of Israel? vom Lager Israels? Is it this leper who returned to the house of Israel? Ist es dieser Aussätzige, der zurückkam ins Lager Israel, ins Haus Israels? Or is it the one who delivered his name Oder and ist bring es, him to the camp? oder ist es derjenige, der seinen Namen wieder eingelöst hat und ihn ins Lager zurückgebracht hat? Beloved brothers and sisters, you are the deliverers of the preparation for the restoration of Yeshua holy name to Zion. Geliebte, ihr seid die Erlöser und diejenigen, die den heiligen Namen von Jeschua wieder einsetzen können in Zion. In the word of Apostle Paul in Hebrews 13:13, In den Worten vom Apostel Paulus im Hebräer 13:13, come now, let us go outside the camp komm, wir wollen außerhalb des Lagers gehen and let us bear his shame. und seine Schande tragen. You have been brought to the camp of Israel Ihr wurdet ins Lager von Israel gebracht, in order to go out, sodass ihr aus dem Lager rausgehen könnt, because he is out, weil er außerhalb des Lagers ist, to carrying him in, um ihn zurück ins Lager zu tragen, to meet the nations of priests. um der Nation von Priestern zu begegnen. Will you be the sandak in the circumcision of Mashiach, and will you hand him to the Kohen? Bist To du the house. bereit, der Sandak zu sein in der Beschneidung von Jeschua? Bist du bereit, ihn dem Kohen zu überreichen? That's why we have a yeshiva. That's why we're translating the material for Das- that reason. Und das ist, weshalb wir eine Yeshiva haben und deshalb übersetzen wir auch das Material. Any form of Christianity Und irgendwelche Form von Christentum will lead you to bring a deformed Messiah wird dazu führen, dass du einen Messias bringst, der deformiert ist, to the house of Israel, zum Haus Israel. which will be met with rejection. Und so ein Messias wird abgelehnt werden. It's interesting that when a child is born in Israel, any child, Es ist interessant, dass wenn ein Kind in Israel geboren wird, they name his name, dann geben sie dem Kind den Namen and then they say, may this child will be Mashiach. und dann sagen sie, möge dieses Kind Mashiach werden. So now you know that the Messiah had two births. Und jetzt wisst ihr, dass der Messias 2 Geburten hatte. And that's the mystery of the passage that says, Und das ist wirklich das Geheimnis von dieser Stelle, die sagt, for a child has been born unto us, denn ein Kind ist uns geboren, a son has been given unto us. ein Sohn ist uns gegeben. Only when he's a son, Amen. he receive the name of Israel. Und nur wenn er ein Sohn ist, wird er den Namen Israels empfangen können. Let's do it together. Und lasst uns das jetzt We gemeinsam. need the nations to push forward. Wir brauchen die Nationen, um das voranzutreiben, Because only the nations can bring me back in. weil nur die Nationen können ihn zurückbringen. I hope this teaching from the book today was really clear to your mind, heart, spirit, so that you understand.
Und ich hoffe, diese Lehre war wirklich klar für euch heute Abend in eurem Geist und dass ihr es aufnehmen konntet. Now we have a journey Und jetzt haben wir eine Reise vor uns, to the house of Israel die Reise ins Haus Israels, with Yeshua on our back. mit Jeschua auf unserem Rücken. Let's carry him together, Messianic Jews and Messianic Gentiles. Amen. Together. Und wir wollen ihn gemeinsam tragen, messianische Juden und messianische Heiden. See you Sunday morning, Amen. Sunday evening, starting 7 p.m. every night next week. Und wir sehen euch am Sonntagabend 19 Uhr, jeden Abend nächste Woche. Laila Tov and Mazal Tov, you have taken this journey forward now. Laila Tov, Mazel Tov, ihr seid auf dieser Reise nach vorn.